Wir stehen irgendwo im Mittelfeld. Es gibt Länder, die sehr viel mehr Strom verbrauchen, zum Beispiel Norwegen, aber auch Frankreich. Es gibt aber natürlich auch Länder, die weniger verbrauchen, speziell in Südeuropa. Wir brauchen so etwa Mittelmaß. Es kommt sehr darauf an, wo wir hinschauen. Beim Verbrauch, den wir heute haben, der wird eher sinken. Wir haben bessere Technologien, wir haben LED-Beleuchtung, wir haben effizientere Kühlschränke und so weiter. Auch in der Industrie wird sehr viel gemacht. Aber es gibt Bereiche, wo wir in Zukunft mehr Strom verbrauchen werden. Das ist insbesondere die Elektrifizierung des Verkehrs und der Gebäude. Beim Verkehr haben wir die Elektromobilität, die kommen wird. Bei den Gebäuden sind es immer mehr Wärmepumpen. Also insgesamt wird der Stromverbrauch wahrscheinlich eher steigen. Wir haben noch viel zu tun, um eine Netto-Null-Klimagasemissionsgesellschaft zu erreichen. Bis 2050 müssen wir insbesondere im Verkehrsbereich, aber auch im Wärmebereich, Gebäude, sehr viel unternehmen. Beim Verkehrsbereich heißt das vor allem Elektrifizierung, Elektroautos. Beim Gebäudebereich vor allem Wärmepumpen, auch eine Elektrifizierung. Das heißt, wir sind zwar auf dem Weg, aber es muss noch sehr viel passieren. Und es heißt auch, dass wir dort auch intensiv Strom verbrauchen werden. Unser Stromnetz ist in der Schweiz sehr gut aufgestellt. Und zwar sowohl beim Verteilnetz, insbesondere in den Städten haben wir ein sehr starkes Verteilnetz, als auch beim Übertragungsnetz bei der Swissgrid. Wir haben sehr gute Verbindungen mit dem Ausland, wir haben auch innerschweizerisch ein gutes Netz. Aber natürlich, um diesen vermehrten Strombedarf zu gewährleisten, braucht es auch Ausbau. Es braucht an einzelnen Punkten neue Leitungen, neue Transformatoren. Im Verteilnetzbereich muss insbesondere im ländlichen Gebiet durchaus verstärkt werden. Wir müssen sicher schauen, dass überall dort, wo wir heute Strom verbrauchen, dass wir da effizienter werden. In der Industrie ist es bei den Prozessen. Man kann Prozesse optimieren. Das dauert, aber man kann sehr viel erreichen dort. Im Gebäudebereich, klar, da müssen wir dämmen. Wir müssen unsere Häuser isolieren, damit wir eben weniger Wärme brauchen und dann auch weniger Strom wegen den Wärmepumpen. Das heißt, insgesamt müssen wir überall schauen, wo wir Effizienz ins System bringen können. Trotzdem wird wahrscheinlich der Stromverbrauch eher steigen in Zukunft.